Ja, Freunde, heute geht es mal um die neuen Düfte von meinem Kumpel Hanan. Ja, hier eingeblendet ist eigentlich ein TikToker, ein großer gewesen, oder ist er immer noch natürlich, ist inzwischen seit 1,5 Jahren aber auch von mir und hat jetzt seine eigenen Düfte. Ich habe den Sandel Vanilla ja euch schon mal vorgestellt. Ein sehr schöner Sandelholz-Vanilleduft, aber nicht so übertrieben etc. pp. Richtig perfekt ausbalanciert, trotzdem präsent. Richtig schönes Teil. Und gleich mal vorweg, das muss ich nur, weil da Werbung steht oder beziehungsweise weil es mein Kumpel ist, wirklich. Inzwischen sind wir wirklich gute Kumpels, Freunde, sag ich mal, wir verstehen uns wirklich sehr gut. Heißt es nicht, dass ich die Düfte deswegen positiv bewerte etc. pp. Ihr kennt mich, ne? Selbst wenn es Werbung oder wenn ich die kenne oder auch nicht, kann ich einen Duft zerreißen, habe ich auch schon gemacht. Das ist noch gar nicht so lange her. Und dementsprechend sage ich einfach so, wie ich es empfinde. Also wir gehen rein, mein Name ist Dennis, moin aus Hamburg. Und wir fangen mit seinem ersten Duft an, und zwar den Orange WTW. Ja, für Leute, kriegt nicht gleich Panik wegen WTW und so weiter, da kommen wir gleich zu. So, Nanha heißt seine Marke und das bleibt so. Und das ist, und ich habe schon ein bisschen gesprüht hier, habt ihr gesehen, Orange WTW. Flakonmäßig finde ich die sehr cool geworden. Also ich mache dieses Geriffelte hier und so weiter, und die Sprüher sind in Ordnung, ne? So, jetzt Orange WTW. Was bekommt ihr denn da? Ja, natürlich Orange und WTW. Aber das ist lange noch nicht alles. Erstmal, wenn ihr den jetzt riecht, den Orange WTW, ich sage euch natürlich auch, welch mein Favorit nachher ist und so weiter. Wenn ihr den jetzt riecht, bekommt ihr Orange in your face. Also die Orange ist schon da, aber sehr, finde ich, keine spritzige Orange, sondern trockene Orange. Ich habe die jetzt ein paar Tage getestet. Ich finde trockene Orange mit gleich etwas holzigem Abgang. Das ist das WTW, aber der WTW ist, finde ich jetzt, ne? Ich sage auch immer das, was ich rieche und nicht, was unbedingt jetzt in Inhaltsstoffe und so weiter drin ist. Auf jeden Fall eine schöne Orange, die nicht zu spritzig ist, sondern wie gesagt sehr trocken ist. Die Grapefruit, da ist noch eine Grapefruit, die auch mit in der Kopfnote. Die ist auch nicht säuerlich, die schwingt so mit. Das ist alles so ein Mitschwinger, sag ich mal, ne? So, und ich finde das in dem Fall gar nicht verkehrt, weil man hat ja immer dieses Feeling sehr kühl, sehr spritzig. Natürlich möchte man haben im Sommer. Das sind auch grundsätzlich sehr gute Sommerdüfte hier, die beiden neuen. Ob ihr die anders einsetzen könnt, sage ich auch später noch. Fakt ist, Orange, ihr müsst Orange mögen. Das bekommt ihr dann auch. So. Gleich vorweg, das kann ich jetzt schon spoilern, es ist kein erdiges WTW und ihr bekommt auch nicht dieses typische WTW in your face. Das habt ihr hier nicht. Also gibt ja Leute, die gleich Panik schieben. Nein, das hab ich gar nicht. Also ihr bekommt null Erdiges. Das ist WTW, finde ich, schwingt wirklich, sag ich mal, so im Hintergrund minimal mit. Das ist so mein Ding. Ihr habt mehr Orange, ihr habt Mandarine und Grapefruit noch in der Kopfnote. Alles das ist nicht spritzig, auch nicht süß, sondern gut gereift, würde ich fast behaupten. Ja, wie eine Banane, weil sie gut gereift ist, die trotzdem keine Süße gleich hat, sondern eben dieses Mittelding. So finde ich ist diese Orange WTW in der Kopf. Magnolia ist da auch noch drin. Also im Endeffekt, ja, Orange WTW, der Name schon passt, weil er startet mit Orange. Natürlich auch Grapefruit und Mandarine, klar, aber Orange ist sehr präsent. Und das WTW ist im Hintergrund. Deswegen passt der Name, finde ich. Weil es ändern sich ja Düfte immer und kann man sehen, wie man will. Das, was ich mit Holz, ich meine, ist, dass das Sandelholz noch kommt zum Schluss. Also was heißt zum Schluss? Es gesellt sich dann das Sandelholz hinzu und auch Oud. Aber auch hier, ich in meiner Nase, und jetzt kommt nicht alles gut reden, ich bin ein sehr großer Oud-Fan. Ich nehme hier nicht so wirklich Oud wahr. Es ist aber Oud mit drin. Aber das ist alles so man setzt irgendwas zusammen, das müsst ihr auch verstehen. Ich habe sehr viel auch durch ihn jetzt, naja, das ist ein anderes Thema mal. Das Ding ist, nur weil er Oud drin ist, heißt das nicht, dass es ein Oud-Duft ist. Und natürlich denkt man jetzt viel, Oud, das muss man riechen. Nein, das muss man nicht unbedingt riechen. Das ist aber Mitbegleiter, was den Duft hintenrum vielleicht ein anderes Feeling geben. Ich kann ja nicht das ist das Endprodukt. Ich weiß ja nicht, wie das vorher, vielleicht hat er auch das, da habe ich es gar nicht, muss ich mal mit ihm sprechen, das vergessen. Vielleicht hat er irgendwann das Oud auch vorher gar nicht drin gehabt. Vielleicht roch es dann anders. Und das ist dann nur ein Hintergrund, wenn du ganz minimal Oud reinsetzt,
dass es das gar nicht wahrnehmt. Also keine Angst für Oud und Vetiver. Das ist alles easy. So, im Endeffekt ein schöner, sommerlicher, holziger, orangiger Duft. Ja. Zur Haltbarkeit, er ist präsent. Ich sage mal eine 7 würde ich geben. So, sagen wir mal eine 7 und auch in das Jahr, sage ich mal, eine 6,5 bis 7. Das ist kein monströser Duft, kein Bismut, aber Hanan möchte das auch nicht. Er steht nicht so auf Bismut-Düfte. Das ist auch immer das ist so ein, gerade Marketing, es war eine ganze Zeit Marketing, das geht auch zurück ein bisschen. Und das ist so, der Duft ist so ein Mittelteil. Er ist schon da, aber nicht die ganze Zeit. Es ist also nicht einer, der auf die, sag ich mal, Eier geht, würde ich sagen. Ich könnte noch mal reingucken, ob ich irgendwas vergessen habe hier. Nein, ich habe eigentlich alles gesagt über den Duft. So, und jetzt kommen wir zu diesem Musky Maracuja. Meine Frau feiert den Musky Maracuja auch mehr. Ich gleich vorweg auch. Warum, werde ich euch erzählen. Und ich bin kein Maracuja-Fan-Duft, weil das war in diesem Sommer oder auch davor fing das schon an, ein bisschen too much. Also, gleich vorweg, kein Oud Maracuja oder wie sie die ganzen Düfte heißen. Natürlich riecht ihr Maracuja. Definitiv. Das ist ein Maracuja-Duft. Und ihr merkt sofort dieses frische, kühle, wie frische Wäsche und dann mit Maracuja. So ein weißer Bettbezug mit Maracuja, aber kühl, geil. Und so ein, als wenn ihr so das Fenster und es kommt die Kälte morgens noch rein. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Cremig, im Endeffekt ein cremiger Maracuja-Duft. Und das bleibt auch so. Auch wenn da Vanille, Vetiver drin ist und schwarze Johannisbeere. Die schwarze Johannisbeere merkt ihr natürlich, dass dieses Zusammenspiel zwischen, sag ich mal, Maracuja und, ja, sag mal, ja, wie soll ich sagen? Maracuja, Johannisbeere. Im Endeffekt, das Lustige ist, dass hier gar nicht Maracuja groß drin ist. Es ist eine Passionsfrucht, Ananas. Hat aber trotzdem dieses Feeling wie ein Maracuja. Vielleicht hat das auch nicht, das habe ich auch noch nicht mit ihm besprochen, weil vielleicht hat es auch gar nicht mit reingenommen. Also, oder wenn ihr das auf Parfumo, die sind auf Parfumo gelistet, ja, habt ihr da gar nicht das stehen, Maracuja, Ananas, Passionsfrucht, WTR, Vanille. Dieses Zusammenspiel macht es aber schon, dass es nach Maracuja riecht. Ja, das ist die Frage, da müsste ich noch mal fragen, ob da überhaupt Maracuja drin ist. So, Iris ist auf jeden Fall mit drin und auch Bergamotte. Bergamotte ist ja immer so ein Auffüller, allgemein drin. Aber im Endeffekt habt ihr einen schönen Maracuja-Duft. Musky, ein ja, moschusartigen oder cremigen Maracuja-Duft, der nicht, finde ich, weil er die Luftigkeit hat, aber, jetzt kommen wir gleich zur Haltbarkeit, die Luftigkeit hat wie die anderen Düfte. So, das finde ich nicht. Natürlich, Maracuja oder diese Art, wenn ihr jetzt Maracuja-Düfte habt oder die anderen kennt, Maracuja riecht mal raus. Oder auch wenn es da nicht wirklich Maracuja anscheinend drin ist, die Passionsfrucht und diese ganze Zusammenspiel mit Ananas und so weiter, dann hat man das so drin. Ich kann jetzt noch mal gucken, ob ich wirklich das vergessen habe, richtig mache, muss ich aber auf der Seite gehen. Ne, Ananas, Bergamotte, schwarze Johannisbeere, Iris, Guave, Magnolie, Passionsfrucht, hatte ich ja gesagt, Moschus, Musky, ne, Vanille, Vetiver. Kein Maracuja so drin, aber ihr habt trotzdem dieses Feeling. So. Und ein luftiges, kühles Lüftchen. Aber jetzt Lüftchen, das passt nicht, weil der Duft ist präsent. Auf den Klamotten hält der noch bis zum nächsten Tag. Ihr riecht das. Schönes Teil. Fruchtig süß, nicht zu süß, luftig, wolkig, schön. Und die Sillage ist top. Kommt richtig gut an. Besser als der, muss ich sagen. Der ist auch gut. Aber mit dem Musky Maracuja kann er nicht mithalten und bei den Leuten, die den gerochen haben. Das ist, wie gesagt, gut, aber der Musky Maracuja. Wenn mir jetzt mich fragt, von den dreien, die er bis jetzt rausgebracht hat, welcher ist der beste, es bleibt der Sandel Vanilla. Es ist ein wunderschöner Duft, muss ich wirklich sagen, sehr erotisch, ist betörend, kommt überall gut an, ist beim Date vor allen Dingen, wenn ihr das haben wollt, wird ich mache jetzt kein Date mehr, ne, aber wenn ihr das, kommt der auch richtig gut, weil er kommt bei den Frauenwelt da richtig gut an, also den solltet ihr testen und dann bitte die neuen sommerlichen Düfte auch testen. Im Winter werde ich den nochmal, ich sag ja, ich teste gern Sommerdüfte auch im Winter.
weil die Duftmoleküle sich noch viel besser entfalten. Und ja, da kann ich trotzdem beide ans Herz legen, aber den Musky Maracuja, den finde ich persönlich besser, nicht weil er stärker ist, das geht nicht darum, ne? Also, oder weil die CH besser ist, nein, weil die ganze DNA ist. Und nochmal, ich wiederhole mich eingangs am Anfang des Videos erwähnt, ich bin kein Maracuja-Fan, ich komme mit diesen Dingern nicht so klar. Ich hatte auch Angst, ich habe gesagt, oh, Maracuja, ne, schauen wir mal, aber dadurch, dass der sehr luftig ist, Moschus, nicht so kein Ordo Parisi Moschus, ne, gleich vorweg, dieses Ganze hervorhebt und die Passionsfrucht und im Endeffekt, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass da nicht wirklich Maracuja drin ist, dann kann das sein, dass durch diese Ananas, Passionsfrucht, Magnolie, dass dieses Zusammenspiel besser ist, als wenn man richtig vielleicht Maracuja reinnimmt. Das, was ich nicht so mag. Das ist ja auch so mit Vetiver, wie gesagt, hier, ihr müsst keine Angst haben wegen Vetiver und Oud. Überhaupt nicht. Weil es gibt eben auch richtig Vetiver-Düfte, da ist erdiges, feuchtes Vetiver oder Kuhstall Oud. Das habt ihr hier nicht, da müsst ihr keine Angst haben. Also für mich natürlich zu empfehlen, wirklich trotzdem klar, es gibt nichts zu beanstanden. Er macht das wirklich gut, das, was er mir erzählt, mit seiner ganzen Arbeit und so weiter. Sehr interessant, für mich auch und so weiter, bla bla bla, da kommen wir nochmal irgendwann zu. Aber sehr interessant, finde ich wirklich gut gelungen. Bin gespannt, was da kommt, aber eins bleibt Sandel Vanilla, wirklich. Aber ihr solltet wirklich alle mal testen. Aber wenn ihr mich fragen wollt, testet Sandel Vanilla und Musky Maracuja. Nicht um den schlecht zu machen, aber für mich kommt er hier auf Platz 3. So, dementsprechend, er würde so für das positiv finden, selbst wenn ich was so, sag ich mal, meckern hat, weil er fragt mich natürlich logischerweise, was ich halte oder was vielleicht nicht so gut ist. Das würde ich sagen. Wäre der vielleicht ein bisschen, für mich wäre der Orange Vetiver, finde ich, hätte der ein bisschen mehr Power, wäre es besser. Das ist meine Meinung. Ja, aber ich stehe auch mehr auf, er macht das nicht so gerne, er möchte so mitschwingende Duft haben. Ich stehe schon auf Beast Mode und so weiter und so fort. Also das heißt aber nicht, gleich mal vorweg, wenn ich einen Duft rausbringen würde, zum Beispiel, weil ich ja immer so wie angefragt, das heißt nicht, dass ich einen Beast Mode Duft gleich als erstes rausbringen würde. Das kommt drauf an. Das muss zur DNA passen, das muss zum Duft passen. Wenn du den gleich so, wenn du da irgendwas so eine extra Sachen machst, die den rauspowern, die Kraft, dann wird das nichts. Dann kann der Duft auch scheiße wirken und das muss man alles, das ist auch, das dauert auch alles ein Duft, ne, und so weiter und so fort. Dementsprechend. Ja, schreibt mal in die Kommentare, kennt ihr überhaupt einen von Hanan? Also ich würde die Nan-Haar-Düfte euch mal ans Herz legen. Testet die mal. Jetzt habe ich ganz vergessen, Preis-Leistung. Ich glaube, da mit Preis-Leistung ist gut. Er hatte mir das gesagt. Ich habe es jetzt leider vergessen. Es ist aber, so wie ich das weiß, ist es jetzt nicht zu teuer und auch nicht so günstig. Und also es ist überhaupt nicht so. Für das, was er bietet, ist es auf jeden Fall super. Ich glaube, ist überhaupt über 100 Euro. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht mal. Ihr müsst mal... Ja, auf jeden Fall, schaut mal, ich werde das unten mal hier verlinken, ihn, oder da seine Seite und ich weiß, muss mal raussuchen, das habe ich noch gar nicht gemacht, weil ich das Video machen wollte und dementsprechend machen wir dann das mal und ich verlinke das euch dann unten, soweit wie es geht. Also super Düfte und dann haut rein, bis zum nächsten Mal.